Ideenwerkstatt. Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einer weiteren Ausgabe der Ideenwerkstatt mit Christian und Christian. Ich habe heute in der Anmoderation gelernt, das wird eigentlich eine Bastelstunde. Ja. Und zwar Mini-Plundermix. Auf jeden Fall. In der Verfeinerung. In der Verfeinerung und auch mal einen Schritt dahingehend gedacht. Das Produkt ist ja, wenn es aufgebacken ist, der Duft ist betörend und man will es gleich verspeisen. Da gebe ich ihm recht, aber Dafür ist ja gedacht. Aber ist ja für sich genommen so schon okay. Warum müssen wir uns noch den Stress antun? Sehr zur Freude meiner Kinder wahrscheinlich. Wir sind kreativ in der schönen Osterzeit. Oh! Und an Ostern ist es doch mal, also wir kennen das ja, wir gehen mit den Kindern an den Küchentisch, fangen an Eier zu färben, Ja. Ornamente drauf zu machen. Und dann haben wir gedacht, das müssen ja jetzt nicht immer nur Eier sein, Ja. sondern wir nehmen mal unseren Mini-Plundermix. Und ich habe 2 Varianten davon rausgesucht. Es gibt ja 4, 1 Apfel, also 1 mit Apfel, 1 mit einer Vanillecreme. Und dann habe ich mir aber gedacht, ich würde gerne die Schokoladenfüllung nehmen und die Quarkfüllung. Weil, war nicht süß genug? Nein, die ist schon schön süß, aber für das, was ich daraus mache, passt das ideal, was du ja dann auch gleich unterstützend für mich erledigst. Da freue ich mich schon drauf. Und die hier hat so von der Form her genau das, was ich brauche, um ein Nest zu formen. Hier aus dem Schokoladenplunder machen wir ein Schäfchen. Was wir brauchen, ist ja die Wolle. Ja. Die Wolle, dafür nehme ich Mini-Marshmallows. Die kann man im Handel kaufen. Wenn man sagt, Marshmallows mag ich nicht so, irgendwas Ähnliches vielleicht dann suchen, was diese Form und auch diese Farbe bietet. Das ist halt ein Schäfchen wert. Schön. Man kann Zuckerwatte auch nehmen. Auch schön. Aber die wenigsten haben so eine Zuckerwattenmaschine. Wer sie aber hat, noch lustiger. Das wäre jetzt genau die Frage. Ich tauche ein. Aber ich vermute mal, dass du als Professional wahrscheinlich jede Küchenmaschine der Welt zu Hause stehen hast, oder? Ja, ich probiere ja gerne aus, deswegen brauche ich so einen Maschinenpark zum Leid meiner Frau, Ja. die dann für ihre Sachen dann keinen Hört man Platz ja auch hat. eher selten, ne? Weil ich stelle mir ja vor, dass du zu Hause auch dann viel kochst. Auf jeden Fall. Ja. Und um so etwas dann sich auszudenken, muss ich viel probieren und viele Freunde und Nachbarn müssen dann kommen und probieren. Ich wollte gerade sagen, das sieht man bei dir jetzt nicht. Das heißt, du hast andere Opfer, die... Nein. Also die freuen sich jedes Mal. Es ist ähnlich wie bei dir im Büro. Ja, schön. Wenn wir da sind, dann kommen die. Okay. Was haben wir gemacht? Die einmal rosa getunkt. Glasur Genau. eingetaucht. Du siehst, die ist stabil. Wir müssen die richtige Temperatur dafür finden. Dafür gibt es ja auch dann entsprechend auch Geräte, die die Temperatur sehr gut halten. Das, was ich hier verwende, wenn jetzt jemand aus dem Haushaltsbereich zuschaut, ist ein Fondue-Topf. Ja. Jetzt nicht mit einem Rennpaste, sondern mit einer Elektroheizung und das ist ideal dafür. Soll ich dir was sagen? Da weiß ich sogar, wo der bei uns zu Hause steht. Ja, siehst du? Also dann kannst du das für deinen Kinder machen. Dann gehe ich da drauf. Ja, die sind doch heute etwas klebriger. Das ist aber nicht schlimm. So. Also das ist so ein Basteln. Ja, aber wenn du jetzt die Eier bemalst und färbst, dann hast du ja ähnlichen Aufwand. Also macht es ja nichts. So, da haben wir schon mal die Schafswolle. Also da haben wir den Schafsbody, der ist fertig. Und jetzt bin ich mal gespannt, weil du hast das machen ja wir vorhin den einfach Kopf. mal so rübergeworfen. Dann muss immer noch ein Kopf formen. Genau, dann machst du einen schönen Kopf. So. Ach so, okay. Das sieht jetzt eher schon fast aus wie ein Schnabel, aber irgendeiner wird es erkennen. Dann machen wir die Äuglein. Wird das hier so ein Contest? Wer macht das schönste Schaf? Ja, Okay. und das ist ein lachendes Schaf, weil ja Ostern ist. So. Da fehlen natürlich dann die Ohren. Ja, das habe ich ja sofort erkannt. Ist jetzt von der Dimension vielleicht nicht ganz passend, aber Findest du? du musst es so Du sehen. drückst die Augen platt. Ja, entschuldige. Und Ich glaube, ich habe den Wettbewerb gewonnen. Du darfst es gleich ausprobieren. Ich fange gar nicht erst an. so. Vielleicht hättest du den Ich Kopf... danach malen sollen, Nein, das ist- weil ich habe jetzt meine ganzen Hände verschmiert, das ist wirklich wunderbar. Also du siehst, auch mir passiert es, die Kinder haben einen riesen Fez dabei. Selten. Und wer putzt bei euch die Küche? Ich. Ja, das ist so ein bisschen wie bei uns. So, also da kannst du dich austoben, Ja. da kannst du dann machen. Dann mache ich das nächste. Das heißt, du erwartest jetzt von mir, dass ich dieses Kreativprodukt... Kannst du nochmal machen. Okay. Und jetzt bastle ich ein Nest, das ist deutlich einfacher. Ja, sehr schön. Oh, es ist ein bisschen Ja, kopflos. ich muss die Farbe danach dran machen. Das war mein Fehler. Ich war einfach so fasziniert von meinem Gedanken, ein Köpfchen zu machen.
dann habe ich hier so eine Schokoladencreme zubereitet mit Butter und Pudding. Und jetzt mache ich Pistazie, Ist gut. als wären das so übrig gebliebene Gräser, die der Vogel gesammelt hat. Und lege die Eier da rein. Also es gibt, glaube ich, nichts Besseres, wie zu zeigen, dass man auch wirklich willens war, etwas zu machen und aussieht wie... Der Koch war stets bemüht. Stets bemüht. Super. So, danke. Nein, was machst du? Nein, geh mit deinen schmutzigen Fingern weg. Das ist mein Schaf. Das stimmt, aber jetzt ist es schön. Nein, ich muss noch ein Öhrchen machen. Die Farbe ist wirklich gut. Das ist eine Lebensmittelfarbe. Die kann man auch im Handel gut besorgen. Und da lassen sich natürlich dann auch zusätzlich die Eier auch. Ja, jetzt hast du mit deinen schmutzigen Fingern, also wirklich. Ja, es ist ja auch ein Schwarzkopfschaf. Okay, sorry. Es war mir gar nicht bewusst, dass wir den Gattungsbegriff dann auch noch runterbrechen. So. In die Art. Jetzt machen wir es ein bisschen ordentlicher. Ich habe da mal einen ganz coolen Spruch gelernt im Rahmen meiner beruflichen Entwicklung. Qualität ist die Sorgfalt im Detail. Ja, jetzt machst du noch Augen und Winken. Ja, aber das wären Qualitätsaugen. Den Zuschauern, dass du tatsächlich deutlich, also ja, begabter bist. So einen kleinen Aber Glanz. meine Lehrerin hatte schon damals im Handwerk gesagt, das lassen wir besser. Ja, das glaube ich dir sofort. Aber ich fand Kunst immer gut. Dafür fand ich das Thema Handarbeit total ätzend. Ich habe aber größere Öhrchen. Ja, ich habe halt das Kleinohr Schwarzkopf und ich habe so, guck mal, das ist, naja. Ich mache uns noch ein Nest währenddessen. Eine schöne Variante, Dann bittet man das mit so den zu. Kindern Ich, etwas zu zaubern. so, jetzt muss man, also wirklich, das entzieht sich hier so ein bisschen meiner Kontrolle mit diesem, So. vielleicht hat er eine Sonnenbrille. So, Sehr schön. Das hast du wirklich, also Respekt. oder? Ja. Also gemessen daran, dass ich kein Koch-Patissier oder sonst Und das mit den Kindern in einem schönen Backkurs mal das machen. sieht ja mega aus. Schönes Ich habe jetzt Vogelnest. ich habe jetzt gar nicht zugehört, aber was ist diese Creme drunter? Das ist eine Buttercreme mit Pudding drin, mit Schokoladenpudding. Ich habe es so aufgeschlagen, dass es eher so ein bisschen marmoriert wirkt, damit es nicht zu gleichmäßig ist, weil Nest hat ja immer verschiedene Äste und auch Gräser drin, deswegen auch das Grüne und dann legen wir 3 Eier rein. Und dann haben wir ganz schnell eine wunderbare Geschichte für die Kids, mit denen wir mal einen schönen Backkurs machen können. Mega, mir gefällt's und wenn man ein bisschen mehr Zeit hat. Und so gut geschickt bist wie du, es könnte bei mir auch, naja, aber du hast es gut gemacht. Naja. Vielen Wunderbar. lieben Dank, bis zum Ich danke nächsten Ihnen Mal. und das geht ab, das ist Lebensmittelfarbe, ist nur Wasser. Lasst es sich schmecken und die Kinder werden es freuen. Danke, tschüss. Tschüss.